Hallo zusammen, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich dir, wie du so ein doppeltes, stabiles Knopfloch machen kannst, damit du ein längenvariables Armband bekommst, und auf der anderen Seite, wie du einen Knopf mit 2 Löchern professionell befestigen kannst. Das kannst du an alle möglichen Armbanddesigns hinknoten. Der Vorteil von diesem Knopfloch ist, dass keine langen Bänder herumhängen und auch nichts absteht. Du brauchst dafür 4 mittlere Restfäden von 20 cm Länge und dann brauchst du 2 70 cm lange Fäden. Die kannst du extra hinknoten, oder du nimmst nochmal 2 Restfäden. Die können ruhig kürzer als 70 cm lang sein, denn wenn die von der Länge her nicht reichen, ist es überhaupt kein Problem, die neu anzuknoten. Das zeige ich später. Natürlich ist die Länge von deinem Knopfloch abhängig von dem Knopf, den du durchstecken möchtest. Den solltest du schon parat haben und immer wieder probieren. Du nimmst den äußersten Faden und knotest den senkrecht nach unten. Dazu führst du den obersten Faden unter dem nächsten drunter durch. Jetzt machst du einen halben Schlag nach unten, gehst unten drunter durch mit diesem 70 cm langen Knotfaden und knotest einen nach außen oder oben, je nachdem, wie steil du deinen Faden hältst. Und jetzt geht es um den nächsten Faden zweimal herum. Achtung, der Knotfaden muss unten drunter durchgeführt werden. Das ist ein beliebter Fehler, dass man das vergisst und den oben rumführt. Wieder unten durch. Und jetzt 2 Halbschläge nach innen, also einen doppelten. Und wieder zurück mit einem doppelten. Diese doppelten vertikalen Reihen brauchst du auch bei vielen anderen Mustern. Du kannst sogar ein ganzes Armband machen mit so einer vertikalen Doppelreihe oder auch mehr. Das habe ich im letzten Video gezeigt. Ich verlinke es dir oben. Hier zähle ich jetzt keine Reihen, sondern die Schlaufen, die man hier zählen kann. 1, 2, 3. Also die ganz innen hier, die zähle ich nicht mit. 1, 2, 3. Jetzt mache ich noch eine. Immer wenn ich in der Mitte umwende, gibt es so eine Schlaufe. So, jetzt möchte ich, dass mein Bogen wieder nach innen läuft. Deswegen mache ich jetzt nur einen halben Schlag zur Mitte, dann gehe ich wieder unten durch und mache den anderen halben Schlag nach außen. Und hier jetzt wieder einen doppelten. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Der äußere
knotet nach innen mit einem doppelten halben Schlag, also ein Swimmingpool. Es ist übrigens egal, ob du einen waagerechten doppelten Halbschlag machst oder einen diagonalen, wie jetzt in unserem Fall. Jedes Mal legst du einen Bogen. Ich sage dazu immer einen Swimmingpool, das kann man sich leicht merken. Und jetzt ein Bogen, ein Swimmingpool. Und dann gehen wir mit dem Knotfaden unten drunter durch und knoten einen Halbschlag nach außen, wieder unten drunter durch, einen doppelten Halbschlag. Und jetzt mache ich wieder diese 4 Bögen, also einen doppelten halben Schlag. Das ist übrigens das gleiche wie ein Rippenknoten. Ein Rippenknoten besteht aus 2 halben Schlägen. Und jetzt siehst du, dass das Knopfloch sich von selbst leicht öffnet. So machst du jetzt weiter, bis du innen an der Innenkante 4 Schlaufen siehst. Nach innen. Eins, 2, 3, 4. Jetzt kommt die Kurve, einer nach innen, einer nach außen und 2 Halbschläge nach außen. Jetzt lege ich meine rechten Fäden über die linken. Zuerst mal nur einen und knote jeden dieser beiden Fäden mit einem Rippenknoten oder einem doppelten Halbschlag an. Ein Swimmingpool, Faden durchziehen. Jetzt hole ich mir den nächsten Leitfaden, der hier oben runter kommt, und mache das Gleiche. Jetzt habe ich auf jeder Seite wieder 3 Fäden und mache jetzt genau das Gleiche noch einmal. Wahrscheinlich reichen mir jetzt die äußeren Fäden nicht. Dann siehst du nachher, wie man die neu anknotet. Ein doppelter nach innen, ein einfacher nach innen und einer nach außen. Und jetzt wieder jeweils 2 Halbschläge, also jeweils ein doppelter nach innen und ein doppelter nach außen. Und hier zuerst ein doppelter nach außen, ein doppelter nach innen. Der Faden hier, wenn man doppelte Halbschläge macht, verbraucht sich sehr schnell. Man kann, wenn man wissen will, wie viel Faden man für einen doppelten Halbschlag braucht, kann man eine Knotenprobe mit abgemessenem Garn machen. 1, 2, 3, 4. Dann weißt du es ganz genau. Ich habe schon so eine Knotenprobe gemacht und berechne immer für einen doppelten Halbschlag bei 0,75 mm Garn 1,5 cm.
So, einer nach innen, einer nach außen. Einer nach innen, einer nach außen. Und jetzt kommt mein neuer Faden. Ich lege den alten Faden unten drunter. Lohnt sich kaum noch für diese paar Knoten einen neuen zu nehmen, aber geht ja nicht anders. Meine Restfäden sammle ich immer mit einem Knoten oder einem Haargummi nach Farben sortiert. Jetzt müsstest du ja nach außen knoten, deswegen knote ich jetzt auch nach außen. Ich lege den neuen Faden unten drunter. Und jetzt kommt wieder die andere Seite. Ich habe jetzt hier noch meinen langen Faden. Den verwende ich so lang, bis er aus ist. Halbschlag nach innen. Jetzt ein einfacher nach innen, einfacher nach außen. Und jetzt geht es wieder weiter mit 8 Reihen. Diesmal nehme ich mein neues Fädchen schon ganz außen, nicht erst, wenn es so ultra kurz ist. Ich lege den Faden ganz kurz unten drunter, mache eine Schlinge nach oben, ziehe die Schlinge unter den Daumen, unten nochmal das gleiche und schiebe den Knoten hoch. Jetzt habe ich 4 Schlingen, also kommt jetzt nur noch ein halber Schlag zur Mitte, ein halber Schlag nach außen und ein doppelter nach außen. Zum Zumachen des Knopflochs mache ich jetzt nicht so eine Kreuzung, sonst habe ich hier solche Schmorstellen und solche Stummel, das gefällt mir nicht. Deswegen mache ich da jetzt abwechselnde Reihen rechts über links. Ich nehme die beiden innersten Fäden rechts, also der rechte Faden geht über den linken inneren und ich mache einen doppelten Halbschlag. 1, 2. Jetzt kommt die nächste Reihe. Also der äußere Faden geht nach innen. Ein doppelter Halbschlag mit dem nächsten. Hier wieder das gleiche. Der äußere Faden geht nach innen. Der nächste macht einen doppelten Halbschlag. Und jetzt knote ich diese beiden Fäden mit einem Rückwärtsknoten zusammen. Rechts über links und dann beginne ich wie bei einem normalen doppelten Halbschlag. Aber dann ziehe ich den Knotfaden stramm und der andere Faden rutscht hoch. Ich mache deswegen gerne am Ende einen Rückwärtsknoten, weil der noch besser hält. Wenn man den wieder aufmachen will, den kriegt man nur sehr schwer wieder auf. So, jetzt zeige ich dir noch, wie du diesen Knopf mit 2 Löchern professionell befestigen kannst. Du nimmst die inneren Fäden und kreuzt sie durch die Löcher. Genauso kannst du auch einen Knopf mit Fuß befestigen, der unten so einen Bügel hat. Besser ist es, die Fäden, die aus dem Knopf herauskommen,
unter das Band zu legen, wenn du jetzt weiter knüpfst. Dann siehst du nachher überhaupt keine Schmorstelle. Das habe ich hier falsch gemacht. Jetzt nehme ich einen dieser beiden nächsten Fäden und mache abwechselnde Halbschläge darum herum, um diese 4 Fäden. Die 2, die von unten kommen und dann wieder nach oben gehen, macht zusammen 4. Ich lege eine Schlinge. Also zuerst bin ich unten durchgegangen, unter allen. Dann lege ich meinen Swimmingpool. Jetzt gehe ich wieder unten durch, lege den Swimmingpool auf die andere Seite. Und so mache ich ein paar Mal hin und her. Bis mir mein Füßchen lang genug ist. Am Schluss mache ich einen doppelten nach der einen Seite, das musst du aber nicht. Das ist so eine Marotte von mir, dass die Schlingen nach unten kommen. Und jetzt ziehe ich an diesen Fäden, die aus dem Knopf herauskommen. Und zwar schaue ich, dass sie nach unten rutschen. So. Ich ziehe am ersten, dabei hältst du ganz gut dein Füßchen fest und dann ziehst du den Knopf heran bis zum Füßchen. Andere Seite genauso. So, jetzt hast du einen sehr professionellen Knopfverschluss und kannst alle anderen Fäden abschneiden und verschmoren. Bei diesem hellen Garn ist es besonders wichtig, dass man sehr langsam schmort, sonst gibt es unschöne braune Stellen. Auch die Fäden sehr kurz abschneiden, dass man nicht zu lange schmoren muss. Und ich zeige das einem vielleicht die Geduld. Und dann wird es braun. Ich schmore mit dem blauen Teil der Flamme. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.